Hey, wir Prismen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Wir rufen jetzt niemanden. Wir müssen nämlich, anscheinend habe ich falsch abgespeichert, weshalb ich nochmal mit Watson reden muss. I need Wiggins. Is he anywhere nearby? He's right across the street. You can give him a sign from the window. Ja, wollte ich ja gerade machen, aber irgendwie... Ach doch, da. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. What? Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Wiggins sieht doch einfach 1:1 aus wie Nelligan, oder? Kommt mir das nur so vor? Ja, Scotland Yard. Jo, dann erstmal wieder zurück zu Scotland Yard und Lestrade. Scotland Yard und Lestrade. Geben wir einen Rat. What? Naja. So, gucken wir nochmal. Lestrade könnte neue Informationen zu dem Fall haben. Könnte, ja, könnte. Schon wieder andere Leute. Das ging schnell. Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always, what happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes. He refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. Okay. Untersuchen Sie Liam Hurtleys persönliche Gegenstände, die sich in der Asservatenkammer von Scotland Yard befinden. Verhören Sie auf der Polizeiwache den neuen Verdächtigen Liam Hurtley. Okay. Asservatenkammer. Hurtleys Gegenstände. These are the suspect's belongings. Liam Hurtley's old boots. They're a size 9.5. Das könnte natürlich zu den Fußspuren bei Woodman's Lee passen. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. A pen. Nothing unusual about it. Und dann noch den schönen Liam Hurtley, also ich weiß nicht, ob er schön ist, verhören. So. Der ist gar nicht hier, Mann. Ach, der steht hier. Please escort this suspect for interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely. And considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see.
Na, dann untersuchen wir ihn mal. Ja. Bisher noch nichts zu finden. Ja, doch, da. Alte Narbe. Taschentuch mit Haubenmeise. Pflanzenreste. Hände eines Gärtners. That's all for now. Okay. Ja, was versucht er zu verheimlichen? Das ist eine gute Frage. Inspector Lestrade. Achso, das ist noch der Fall. Welche Rolle spielt der harter Brocken? Was versucht er zu verheimlichen? Ist hier vielleicht jetzt offen? Oh. Schickes Büro, Alter. How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the murderer is yet? How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any... Ja, nein, also ich nicht, aber Holmes vielleicht. I'm not saying another word. Dann gibt es ja hier mal wieder nichts zu tun, oder? Ja. Dann muss ich wahrscheinlich jetzt zu Woodman's Lee und mal gucken, ob die Schuhe da reinpassen. Dann mal los. Auf zu Woodman's Lee. Gibt's neue Herleitungen? Immer noch nicht, alter Schwede. So. Schade. Gucken wir nochmal. Ja, genau, die Stiefel. Ein neuer Charakter. Biografie. Liam Hurley ist ein Fremder, der von der Polizei verhaftet wurde, weil er zu später Stunde in der Nähe von Woodman's Lee herumstreunte. Er ist ein ehemaliger Soldat, der nach seiner Nackenverletzung durch einen Granatspitzer ehrenhaft aus dem Dienst entlassen wurde. Er führt mittlerweile ein ruhiges Leben als Gärtner. Crazy. Dann gucken wir mal. These boots match the footprints exactly. Oh shit. Eine neue Herleitung. Kein Gärtner und seine Stiefel. Ungeklärte Anwesenheit. Liam Hurleys Stiefel passen perfekt zu den Abdrücken im Garten von Woodman's Lee. Was beweist, dass er dort gewesen ist. Doch Judith Carey behauptet, es gäbe keinen Gärtner. Ja, nee, nicht Herleitungen. Da wollte ich nicht hin. Hurleys Stiefel passen. Ja. Hatten wir ja. Brief voller Flecken. Nahezu vollständig mit Tintenflecken übersät. Gucken, läuft da oben vielleicht die gute Judith rum? Ja, die sitzt da noch. Das ist doch perfekt. Dann mal gucken, was sie zu sagen hat. Does the name Liam Hurley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Thank you, madam. Who could do such a thing? My poor husband. Was? Das war's schon? Sie kennt niemanden mit diesem Namen. Das ist ja scheiße. Dann mal zurück zur Baker Street. Bisher sind wir irgendwie nicht ganz so erfolgreich wie in den letzten Folgen. In der letzten Folge, nicht in den letzten Folgen. Das ist natürlich schade.
A new suspect, but this one refuses to talk. This case is more interesting than I first imagined. Was? Enzyklopädie. My archive. I Achso. can always... Oh, das da draußen sieht auch so geil aus, ey. Gucken wir doch mal, nehmen wir doch mal einen anderen Anzug hier. Gibt's hier? Ah ja, ein grauer Anzug. Der ist doch perfekt. Genau, das hatten wir alles noch nicht freigeschaltet. Gut. Mal gucken, was es uns bringt, zu Scotland Yard zu gehen, denn ansonsten hätte ich gerade keine Ahnung, was wir noch machen sollten. Ich hoffe, das bringt irgendwas. Also Hurtley versucht irgendwas zu verheimlichen, aber was? Scotland Yard. Es ist ein echt schönes Büro für diese Zeit. How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea? Please escort this suspect for interrogation. Again. Erneut. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. That's all for now. Schon wieder, ja. What am I doing here? I've done nothing wrong. Achso. Okay. Vielleicht hat Ernst jetzt auch noch was Neues zu sagen hier. Bestimmt nicht, aber... Trotzdem. How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the Gucken wir hier nochmal rein. These are the suspect's belongings. Das kann man sich gar nicht angucken, ne? Das ist, finde ich irgendwie komisch. Aber na gut, dann wäre die Folge an dieser Stelle erstmal zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hat es euch gefallen. Haut raus, bis dann und ciao! Und willkommen auf dem Endscreen. Ich hoffe, in der nächsten Folge werden wir langsam mal das Rätsel um Woodman's Lee lösen. Ja, das war's. Ciao!